Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Diesmal wieder mit einer Folge live vom German Testing Day 2023 in Frankfurt. Ich habe mit Silke Reimer über das Thema Testfallselektion für Regressionstests gesprochen. Sie arbeitet in einem Umfeld, wo verschiedene Programmiersprachen verwendet werden, sehr viel Code existiert, sehr datenabhängiger Code und dementsprechend automatisierte Regressionstests, wenn alles durchgeführt wird, sehr lange laufen. Gemeinsam mit der TU München wurde eine Lösung entwickelt, wo wirklich nur die Testfälle durchgeführt werden, die es auch wirklich braucht, was die Durchlaufzeiten massiv reduziert hat. Aber hört selber rein, viel Spaß dabei! Hallo Silke, schön, dass du hier im Podcast bist. Ja, hallo Richard. Danke, dass ich eingeladen bin. Ja, sehr schön. Wir sind ja hier am German Testing Day 2023 in Frankfurt und du hast hier auch einen Vortrag und so einen ganz spannenden Thema, weil ich mal so diese Speakerliste angesehen habe. Und ich gesagt, ihr habt so um Testselektion, Sprach über Technologie übergreifend. Das muss ich im Podcast haben, weil das haben meine Kunden gefühlt alle das Problem. Okay. Und deswegen viel schön, dass wir uns über das Thema ein bisschen unterhalten können. Genau. Magst du vielleicht mal kurz beschreiben, was so eure Herausforderung war? Ja, genau. Also wir haben eine Software-Test-Suite von ungefähr 25.000 Testfällen und wenn wir die einmal komplett durchlaufen lassen, dann sind das so 6,5 bis 7 Stunden, bis es einmal komplett durchgeht. Und wenn jetzt ein Entwickler was eincheckt, dann will der einfach nicht so lange warten, bis er weiß, ob das okay ist und er nach Hause gehen kann und alles ist schick, sondern der möchte eigentlich also am liebsten natürlich nach 5 Minuten eine Antwort haben. Das ist dann schon sehr herausfordernd, aber 6,5 Stunden sind einfach zu viel. Und dann kommt dazu, dass wir insgesamt 10 Branches, bis zu den 10 Branches maintainen müssen. Also sprich, wir haben irgendwie 8 Releases draußen bei den Kunden, die gepflegt werden müssen, wo wir Fehlerbehebungen machen müssen. Und wenn wir irgendwo etwas einchecken, dann geht das im Zweifelsfall durch mehrere Branches durch, damit wir die Fehlerbehebung auch liefern können. Das heißt, ein Check-in kann irgendwie mal bedeuten, dass wir auf 4, 5 Branches 6,5 Stunden was laufen lassen und damit blockieren wir uns einfach unsere komplette Pipeline. Okay. Kannst du mal kurz sagen, welche Software, worum es da so geht, was die Aufgabe ist? Ja, also ich bin bei der IVU und die IVU entwickelt Software für Verkehrsbetriebe. Das heißt, die internen Planungsprozesse, die bei den Bahnen oder bei den Busbetrieben stattfinden, die kann mit unserer Software geleistet werden. Ja, gut. Das heißt, wenn ich mit dem Bus irgendwo rumfahre, dann kann ich dann an euch denken und sagen, ihr habt im Hintergrund die Logistik quasi mit unterstützt. Ja, dabei. genau. Ja, und wenn dann der Anzeiger irgendwie was darstellt, dann wird das entsprechend von unserer Software gepflegt. Wenn wenn die Wagenreihung mal wieder falsch ist, was sie hoffentlich inzwischen nicht mehr so häufig ist. Kommt nie vor. Kommt nicht vor, nein. Also kommt tatsächlich inzwischen seltener vor und das wird quasi aus unserer Software gespeist. Ah, sehr interessant. Und das heißt, da habt ihr jetzt quasi eine Testsuite, das dauert dann so 6,5 bis 8 Stunden. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil man möchte ja schnelles Feedback auch haben. Ja, genau. Und über die Branches verteilt natürlich auch eine Ressourcenfrage natürlich. Ja, tatsächlich. Das kostet ja auch alles Strom und Geld im Endeffekt. Ja, also wir haben tatsächlich 10 große Maschinen parallel am Laufen gehabt, die nonstop ausgelastet waren. Und trotzdem mussten wir tatsächlich einen Teil unserer Testfälle einfach bewusst kappen, weil wir gesagt haben, wir können das gar nicht leisten. Und da baut sich so ein Rückstau auf, dass wir einfach gar nicht mehr schnell genug das Ganze durchtesten können. Oder halt zurückfallen auf die Variante, wir testen alles einmal pro Nacht durch. Und das heißt aber, dass wenn am nächsten Morgen zurückkommt, da war ein Fehler, dann darf man erstmal auf die Recherche gehen, wer war denn derjenige mit dem Commit, der zu dem Fehler geführt hat. Genau, das ist und auch Zeitverlust das ist dann auch Analyse-Zeitverlust, genau. Ja, und das Problem seid ihr dann angegangen. Ja, genau. Also wir haben das Glück gehabt, dass wir einen Kontakt aufbauen konnten zur TU München. Der Professor Alexander Pretschner hat dort einen Lehrstuhl, der sich unter anderem mit dem Thema Software-Testen beschäftigt. Und der hatte einen sehr guten Doktoranden, Daniel Elsner, und der hatte Lust, sich mit der Optimierung von automatischen Regressionstestfällen zu beschäftigen und hat 3 Jahre quasi bei uns in dem Projekt mitgearbeitet. Und dann haben wir verschiedene Dinge ausprobiert und sind dann halt sukzessive dahin gekommen, die Regressionstestfälle so zu selektieren, dass wir immer genau das ausführen, was notwendig ist für den Check-in, der da passiert ist. Okay. Das heißt, anhand der Check-in-Daten, also was geändert wurde, könnt ihr jetzt damit diese Selektion wählen und die Testfälle auswählen, die davon betroffen sein könnten. Ja, genau. Braucht es dazu noch jetzt irgendeinem
manuellen Eingriff oder passiert das vollautomatisch? Das passiert jetzt vollautomatisch, genau. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass ist ja eher, wenn ich das richtig so ihr habt ja auch technologieübergreifend, ne? Ja, genau, das hatte ich noch gar nicht erzählt. Also wir haben sehr große Bereiche, die in C++ implementiert sind und ebenfalls in Java. Also das sind so unsere beiden großen Technologien. Und wir haben eine Software, die ja so ein bisschen aufeinander aufbaut. Also das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lege irgendwelche Fahrten an, dann brauche ich die, um daraus zum Beispiel Dienste zu bilden, die dann ein Mitarbeiter abfahren kann, und die wiederum brauche ich, um dann hinterher dem Mitarbeiter mitteilen zu können, was er denn eigentlich jetzt konkret machen soll. Und ein Teil davon ist in C++ implementiert und ein Teil in Java. Und gleichzeitig baut unser System sehr stark darauf aus, dass es eine Datenintegration in einer Datenbank gibt. Das heißt, ich brauche eigentlich die Daten in der Datenbank, damit ich vernünftig arbeiten kann. Und wir können nicht alles immer mocken. Das ist extrem kompliziert und wir kriegen dann vor allen Dingen die Randfälle damit quasi nicht erfasst. Und das heißt, das, was wir tun, ist, dass wir zu Beginn eines Testlaufs Daten in eine Datenbank einspielen und dafür brauchen wir dann in der Regel die C++-Komponenten. Aber die Programme, die diese Daten nutzen, können dann halt durchaus Java-Programme sein. Und das heißt, die rufen erst ein C++-Binary auf, um sich ihre Testdaten zu generieren und führen danach dann irgendwelche Aktionen darauf aus, um einen Druck zu erstellen oder eine Schnittstelle in ein Umsystem zu aktivieren oder irgendwas in die Richtung. Okay. Das heißt, wenn ihr diese Selektion macht, werden da auch die Daten mitselektiert oder ist das quasi immer ein Set, was dann da drinnen landet? Oder fließt das da? Nee, das ist tatsächlich pro Testfall zum Teil auch unterschiedlich. Das heißt, wir brauchen auch nicht für alle Java-Testfälle dieselben C++-Binaries, sondern wir können dann auch brauchen manchmal spezielle oder manche eben gar nicht, um dann die entsprechenden Daten aufzubauen. Ah ja. Und mit welchen Konzepten seid ihr denn da rangegangen, diese Selektion zu treffen? Ja, also der erste Schritt, den wir gemacht haben, ist uns erstmal nur die Java-Seite anzugucken. Also nur ist jetzt auch schon genug. Und wir haben dort vor allen Dingen erstmal geguckt, welche Dateien werden eigentlich geladen bei jedem Testlauf. Also wir haben noch nicht so sehr auf die eigentliche Code-Ebene geguckt, sondern wir haben geguckt, wenn ein JAR-Archiv aktiviert wird, welche Java-Klasse wird konkret geladen, um dann etwas auszuführen. Oder welche C++-Bibliothek wird konkret geladen, um dann die Daten zu erzeugen. Oder auch, und da sind wir dann komplett weg von der Codebasis, welche XML-Datei, welche CSV-Datei, YAML-Datei, was auch immer, also komplett weg von irgendwie Java oder C++-Code. Was wird da geladen, um zum Beispiel ein Testorakel zu definieren oder bestimmte Einstellungen der Software vorzunehmen oder sowas in die Richtung. Also auch das sind ja durchaus Daten, die Teil einer Testausführung sein können oder eben im Zweifelsfall auch durch die Ausführung der Software beeinflussen. Und das war der erste Schritt, das zu sammeln. Und wir haben eine zweite Pipeline aufgebaut. Also wir haben eine Pipeline, die schön immer alles durchbaut und durchtestet und eine zweite Pipeline, die einmal pro Nacht oder also regelmäßig durchläuft und einfach alle Testfälle ausführt und dann jeweils guckt, welche Dateien werden dabei geöffnet. Und dann kann ich Rückschlüsse ziehen, wenn jetzt ein Entwickler etwas ins Code-Repository eincheckt, zu sagen, okay, welche Dateien hat er eingecheckt und welche davon werden in welchem Testfall eigentlich geöffnet. Und damit weiß ich dann sofort, welcher Testfall denn eigentlich ausgeführt werden soll. Das müsst ihr dann auch nachhalten, ne? Also das passiert dann immer in diesen nächtlichen Läufen, dass diese Verlinkung wieder hergestellt wird oder wieder aktualisiert wird. Ja, genau. Okay. Und also wenn man jetzt genau zugehört hat, dann passt ein Punkt an der Stelle nämlich nicht, nämlich C++-Bibliotheken. Das ist ja nicht der Teil, den wir einchecken in unser Code-Repository, sondern das ist schon wieder kompilierter Code. Das, was wir einchecken, sind die C++-Dateien, die Header-Dateien. Da kommt uns zugute, dass aus dem C++-Compile, also wenn ich die C++-Seite kompiliere, dann springt dabei genau diese Information heraus, welche Dateien in welche DLL reingehen. Und diese Verlinkung stelle ich ebenfalls noch her. Und das heißt, dann kann ich quasi aus allem, was eingecheckt wird, in den Baum raus extrahieren, wo hat sich was geändert und welchen Testfall muss ich jetzt dafür ausführen. Okay. Das heißt, das sind also diese zwei Schritte, in der Nacht diese Datenaggregation passiert mit den Verbindungen, ne, wo das hergestellt wird, ne, zusammen mit diesen C++-Informationen. Ne, ja, genau. habe ich dann quasi so ein Bild, dass ich weiß,
wenn ich hier irgendwas ändere, dann brauche ich die und die Testfälle dazu. Und bei der eigentlichen Selektion wird dann genau darauf dann referenziert. Genau, da wird dann nur noch auf die, wir haben das Test-Traces genannt, also nur noch auf diese nächtlich eingesammelten Daten geguckt, damit man dann einfach sehr schnell rausfinden kann, welche Testfälle es sind. Denn da kann ich keine langen Analysen mehr machen, sondern da soll es ja gerade schnell gehen bei der Testausführung. Und zusammen mit der TU München habt ihr quasi diese Software entwickelt, die euch da unterstützt, also die diese nächtliche Analyse macht und auch die quasi diese Selektion dann durchführt. Ja, genau. Und die läuft bei euch in der Pipeline dann mit bei der... Die läuft jetzt tatsächlich mit. Wir haben dann noch Untersuchungen gemacht, wie stark sich das auswirkt. Also einmal einen Entwicklungsbranch genommen und einmal einen Branch, der schon freigegeben ist, wo wir quasi nur noch Fehlerbehebung haben. Und hat tatsächlich gezeigt, dass wir bis 50-60% aller Testfälle einsparen können, wenn wir das machen. Und von auf der Java-Seite waren wir vorher bei einer Laufzeit von 2,5 Stunden und sind dort im Mittel, also wirklich im Mittel auf 1 Stunde runter. Und in der Regel können wir nach 10, 15 Minuten, also in vielen Fällen können wir nach 10 bis 15 Minuten den Entwicklern tatsächlich eine Rückmeldung geben, ja, war gut oder eben noch nicht, musst du noch mal ran. Okay. Das heißt, also die Selektion, ist die auch priorisiert? Also ist das quasi nach gewissen Abhängigkeiten auch, also dass die Sachen, die direkt betroffen sind? Nee, das haben wir aktuell tatsächlich noch nicht gemacht, sondern wir führen dann alles aus, was dann selektiert wurde. Und wie gesagt, selbst dann haben wir durchaus einige Durchläufe mit nach 15 Minuten fertig und alles ist gut. Ah ja, genau. Das variiert dann halt je nachdem, wie groß die Änderungen sind. Ne? Genau. Das ist natürlich auch, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, auch eine schöne Idee, den Entwicklern nahezubringen, so kleine Häppchen zu committen und einzuspielen, weil man dann einfach schneller Feedback bekommt, als jetzt immer zu sammeln über Tage und das dann mal reinzukippen, wo dann wieder eine riesige Suite losläuft. Ja, ne? genau. Das ist tatsächlich auch das Ziel. Hat da noch schöne Nebeneffekte. Genau. Ja. Ach, sehr schön. Ja. Und gleichzeitig sind wir aber sicher, wenn es wirklich größere Änderungen gibt, wo man wirklich mal an den Kern ran muss, dass dann auch alle Testfälle laufen, die laufen müssen. Und dann sind wir halt wieder bei der 2,5 Stunden Laufzeit, aber das ist dann auch okay, weil wir das dann brauchen, um sicher zu gehen. Ja. Und gerade in den schon freigegebenen Branches, das sind dann Fehlerbehebungen, die dann kurz danach an die Kunden ausgeliefert werden zur Fehlerkorrektur. Und dann wollen wir schon sicher sein, dass wir alle Fehler gefunden haben, die wir so finden können. Du hast jetzt schon ein paar Zahlen, so in Relation, also die langen Testdurchläufe, wenn das so 6, 7 Stunden waren, das ist jetzt so, kann man jetzt sagen, auf 2 Stunden runter so oder kürzer oder wie? Ja, ich habe tatsächlich unseren Bildmanager auch gefragt und der sagte so, kommt drauf an. Ja. Also es gibt immer noch die Läufe, die insgesamt in Summe 6,5 Stunden laufen, aber sie sind deutlich seltener geworden. Und es gibt halt eine ganze Reihe, also in mehr als 50% der Fälle sind wir auf 10 bis 15 Minuten runter. Ja. Und der hat sich gesagt, kann ich dir nicht sagen, wie lange das dauert. Ja. Aber ich kann dir sagen, dass in der Regel die Entwickler deutlich früher eine Rückmeldung kriegen. Und da, wo es nicht ist, da brauchen wir das dann aber, wie gesagt, auch, weil wir eben, um alle Auswirkungen testen zu können, auch alle Tests ausführen müssen. Und optimiert ihr das jetzt heute auch noch nach, dieses System? Also wird das noch quasi jetzt weiter optimiert? Also zum Beispiel gerade das Thema Priorisierung ist jetzt nicht drinnen. Ist das etwas, was ihr noch auf der Roadmap habt, da auch weiterzumachen? Ja, gerade für die langlaufenden Teile wollen wir das tatsächlich noch machen. Also wir müssen mal gucken, wie viel Zeit wir da noch investieren können. Also das Projekt mit der TU München ist da jetzt leider durch. Das heißt, wir müssten dann selber jemanden daran setzen, der das macht. Aber das ist eine Idee zu sagen, wir gucken nochmal, gerade bei den langlaufenden Tests, kann man das nicht so steuern, dass man die, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ein Fehler da ist, dass der dort ist, dass man die Testfälle als erstes laufen lässt und dann halt sukzessive die anderen noch nachzieht. Ja. Das erfordert aber erstens, dass man so eine Priorisierungsmöglichkeit findet. Da muss man dann nochmal schauen, da kann man über Testabdeckungsmethoden arbeiten, also gucken, jeder Testfall, den ich neu ausführe, soll einen möglichst großen Teil der Testabdeckung dann noch mit erfüllen. Oder man arbeitet tatsächlich mit historischen Daten, wo man sagt, also an der Stelle ist besonders häufig was fehlgeschlagen und deswegen führe ich die Testfälle als erstes aus. Und das Zweite, was man dann noch leisten muss, ist, dass die Jenkins-Pipeline in der Lage sein muss, dann auch zu sagen, okay, ich schicke dann auch eine Nachricht raus. Ja. Also ich muss irgendwie in der Jenkins-Pipeline dieses Feedback, ich möchte den Test ja nicht unbedingt abbrechen, sondern ich möchte die anderen Fehlschläge vielleicht auch noch haben und trotzdem den Entwickler schon mal sagen, Achtung, du hast da einen Fehlschlag produziert, geh schon mal ran. Ja, genau. Ja. Einen vollständigen Bericht kriegst du später, aber leg schon mal los. Ja.
Ah ja, jetzt wie lange läuft das System jetzt quasi bei euch schon in der Form? Der Java-Teil, den haben wir jetzt seit, ich würde sagen, 2 Jahren aktiv ungefähr. Wir haben allerdings jetzt zusätzlich noch in C++ noch mal ein bisschen genauer reingeguckt. Das haben wir jetzt seit 3-4 Monaten am Laufen. Das habt ihr ja schon, das ist ja schon jetzt einige Zeit. Habt ihr denn, also wie ist denn so die jetzt Erfahrung damit? Die Reduktion ist jetzt eine, aber ich teste ja auch gewisse andere Sachen nicht. Ne? Ist euch da auch andere Konstellationen durch die Lappen gegangen, wo ihr denkt, da müsst ihr vielleicht nochmal nachschärfen, euer System? Tatsächlich gar nicht. Also wir haben, auch das hatten wir damals wissenschaftlich mit angeguckt. Also der Student hatte, wir haben eine gewisse Zeit lang, also 4 bis 6 Wochen, wirklich parallel geguckt, was hätten wir selektiert und trotzdem die komplette Suite laufen lassen. Und danach geguckt, okay, also wenn wir Fehlschläge in der kompletten Suite hatten, die wir nicht gefunden haben, was für Gründe gab es da? Und das waren ausschließlich Gründe, wo die Infrastruktur gerade nicht funktioniert hat. Also irgendwie eine Datenbank gerade nicht ansprechbar war, weil irgendwie Netzwerkprobleme da waren oder irgendwas in der Richtung. Sowas zähle ich dann nicht als, ich habe einen Testfehlschlag übersehen. Und wir haben keinen einzigen Fehlschlag gefunden, den wir übersehen haben. Ja, das ist natürlich wichtig, ne, weil das ja auch Vertrauen schafft in das System, ne, in diese Selektion auch, die da drin. Genau. Und wie sagen denn die Entwickler dazu? Oder? Wenn die jetzt schneller Feedback ist, finden die das super oder nehmen die das einfach wahr? Wie ist denn da so die Reaktion gewesen? Also diejenigen, die insgesamt schon sehr große Erleichterung, dass das jetzt besser funktioniert. Also es war vorher, oder sagen wir so, gab vorher einfach sehr große Beschwerden darüber, dass diese Pipeline einfach nicht funktioniert, dass es zu lange dauert, und diese Beschwerden gibt es jetzt nicht mehr. Es gab jetzt auch wenig wirklich positives Feedback im Sinne von, oh, habt ihr cool gemacht, aber das kriegt man ja manchmal nicht so richtig mit. Also jedenfalls kommt es bei mir nicht an. Vielleicht kriegt der Bildmanager mehr davon mit, das weiß ich nicht. Und wenn du jetzt aktuell drauf schaust, gibt es noch so 1-2 Herausforderungen bei dem System, das würdest du auf jeden Fall, egal wer es macht, in Zukunft noch mal verbessern wollen dran? Oder da gibt es noch technologisch was erweitert werden sollte, was auch noch dazu gehört? Also ein Teil, ich hatte ja schon gesagt, wir haben im C++-Teil haben wir noch mal genauer reingeguckt, weil wir bisher nur so auf DLL-Level selektiert hatten, das, was ich beschrieben habe. Wir haben in einem zweiten Schritt dann dafür gesorgt, dass wir wirklich in den DLLs noch genauer gucken, welche C++-Funktion wird eigentlich wirklich aufgerufen, sodass wir wirklich auf Funktionslevel sagen konnten, aha, die Funktion hat sich geändert, deswegen muss ich jetzt auch nur die Testfälle ausführen, die wirklich durch diese Funktion durchlaufen. Das hat da nochmal einen enormen Fortschritt gebracht, weil wir vorher in der C++-Seite tatsächlich immer noch bei den 4,5 Stunden waren und da jetzt tatsächlich auch auf irgendwie in der Regel 10 bis 15 Minuten und dann halt nur noch in den Ausnahmefällen wirklich lange Läufe sind. Das wäre etwas, was ich auf der Java-Seite auch gerne nochmal angucken würde. Also da gucken wir bisher auch nur auf die Java-Klassen. Das ist immerhin schon mehr als so ein ganzes Jar-Archiv, wo ich irgendwie mehrere Klassen zusammenfasse. Aber es ist immer noch weniger, als wenn ich wirklich sage, ich gehe genau in die Methode rein und schaue mir, welche denn jetzt konkret ausgeführt wird. Auf jeden Fall, ja, sehr spannend, weil es ja ein Thema ist, das ja so viele Unternehmen betrifft. Also viele meiner Kunden, die haben auch so unterschiedliche Technologie-Stacks, ne, die einfach, da ist halt Java, C++ oder sonstige Sachen dann irgendwo drin und da schon für sich, für die einzelne Sprache eine Selektion zu finden, ist schon mal nicht ohne, aber das dann auch noch übergreifend zu machen und zusammenzuführen. Man hört das ja, also das sind ja echt tolle Zahlen, die da rauskommen, ne, dass das auch echt was bringt. Also das ist ja sehr schön. Ja, also war auch wirklich, also man muss dazu sagen, es gab tatsächlich eine Reihe von Leuten bei uns in der Firma, die gesagt haben, wollen wir dieses Projekt wirklich starten? Also es sind ja trotz allem, also man muss Leute bereitstellen, die da mitarbeiten. Es sind schon Aufwände, die auch bei uns entstanden sind. Wollen wir das wirklich? Wir haben doch schon ein paar Mal probiert, unseren Quelltext irgendwie genauer zu analysieren. Das kann man gar nicht schaffen. Das ist viel zu groß, viel zu komplex, viel zu irgendwas. Und als wir dann den Java-Teil fertig hatten, gab es auf einmal sehr viel anerkennende Stimmen, die gesagt haben, das hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel Nutzen aus diesem Projekt rausziehen. Das war mehr so, so ein Forschungsprojekt kann man vielleicht dann doch mal machen, aber mal schauen. Aber am Ende war das wirklich
waren wir doch sehr angetan von dem Nutzen, den es gebracht hat. Ja, also ich meine, man sieht das ja, wenn das von Stunden auf Minuten runtergeht in manchen Läufen, hat man natürlich da echt viel gewonnen. Ne? Ja, genau. Kannst du noch kurz sagen, wenn du das sagen darfst, wie umfangreich eure Codebasis ist? So? Ja, also wir haben im C++-Teil haben wir so knapp 10 Millionen Codezeilen, im Java-Teil sind es ungefähr 4 Millionen Codezeilen. Das ist auch eine ganze Menge, die da analysiert werden will. Genau. Ne? Und diese nächtliche Analyse, wie lang läuft die? Ist das... Das waren irgendwie so 5, 6 Stunden oder sowas. Wir haben jetzt, muss man dazu sagen, wir sind tatsächlich auch von 10 Maschinen auf inzwischen nur noch 5 runter, die unsere Pipelines laufen lassen. Ja, super. Und die sind nachts halt im Wesentlichen, langweilen die sich, weil nachts doch relativ wenig Entwickler was einchecken. Und das heißt, die Zeit nutzen wir dann, um dann diese Durchläufe zu machen. Ich hatte ja gesagt, wir haben 10 Branches. Das heißt, wir müssen irgendwie so alles, also müssen dann irgendwie die 10 Test-Trace-Branches einmal aufteilen auf diese 5 Maschinen. Man schafft ungefähr so einen Lauf pro Nacht, sagte mein Bildmanager. Und das heißt, alle 2 Tage sammeln wir die wieder neu auf oder auch schneller, wenn wenn eine Maschine schneller wieder frei wird, dann kann man die gleich wieder mitnutzen. Aber das ist so im Schnitt das, was wir schaffen. Ja, ach super. Tolles Erfolgsmodell, finde ich echt tolles Projekt. Ich glaube, da werde ich einige von meinen Kunden auch nochmal inspirieren, in die Richtung nochmal zu denken. Und da gibt es oftmals auch diese Idee, so eine Initiative zu starten, aber genau wie du gesagt hast, soll man das wirklich, unser Aufwand und das läuft doch irgendwie und so, aber man sieht, dass das auch echt was bringen kann, dass man da auch echt gute Reduktion statt schnelleres Feedback für die Entwickler, was natürlich auch essentiell ist. Ja, genau. Ja, Silke, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Ja, das fand ich sehr gerne. spannend. Ich wünsche dir heute noch viel Spaß auf der Konferenz und bei deinem Vortrag. Danke sehr. Und bis bald. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.